48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 6. Episode des YPC Boat 2025 und damit zur 2. Folge der Gruppe C. Nach knapp 4 Stunden Angelzeit sind einige Boards schon gut gefüllt, vor allem mit Zandern. Monkey Lures und Bite of Bleak haben am Vormittag bereits richtig abgeräumt. Tailwalk und Adventa können mit ihrer Ausbeute aber ebenfalls zufrieden sein. Und das Duo von Fox Rage hat mengenmäßig noch Nachholbedarf, steht dank Geralds neuem Hecht PB von 1,23 Meter, aber mit einem nahezu unschlagbaren Wertungsfisch da. Punktlos geblieben sind bis dato nur die Jungs von Sunline. Zuletzt hatten Christian und Paul mit ihrer initialen Gewässerwahl gehadert. Für den Moment bleiben sie aber noch im Haringfleet, genau wie 3 andere Teams. Adventa befindet sich oberhalb der Spui-Mündung, Tailwalk ankert unmittelbar davor und Fox Rage etwas unterhalb. Monkey Lures und Bite of Bleak angeln nach wie vor auf dem Volkerak, Luis und David nun ganz im Westen, Jonas und Jochen weiterhin etwas zentraler. So viel zur aktuellen Lage. Wir gehen rein und hören, welche Taktiken uns in der zweiten Hälfte erwarten. Welcome back in the 2nd episode of IPC Boat 2025. This is Team Fox Rage. We had a great start, as you all have seen, with the enormous pike, and now My personal best. yeah, it's a personal best. It's awesome to catch that in the IPC, right? Yeah. So now let's go for the personal best sender. That will be fun. That will, that will be really fun. Also schlimmer laufen als in der ersten Folge kann es nicht. Und wir müssen auf jeden Fall 2 Fische fangen, weil sonst ist dies Jahr keine Full Carp möglich. Am liebsten wären uns die Barsche. Am Tag 2 können wir auf jeden Fall noch Zander fangen. Bei Barschen wird es schwieriger. Also jetzt Vollgas 4 Stunden, auch wenn wir uns in der Gewässerwahl voll vertan haben. Auf Barsch zumindest 2 Barsche fangen. And now we're going to use the wind to make a drift and do some power fishing over the shallow. So we really want more perch and hopefully a good one. And in between the perch we hope to get as well a pike or 2, so that could be really nice. Wir werden jetzt erstmal heute viele Spots anangeln, versuchen dort große Barsche zu fangen und, und dann noch mal zu gucken, was wir noch so als Beifang mitnehmen. Ja, aber es ist eigentlich für uns heute primär wichtig, vielleicht noch den Hecht abzugraden und große Barsche zu fangen. Das ist das Wichtigste, weil die Zander sind gut, die wir haben. Ja. Die zu verbessern wird schwierig, aber man kann immer noch an den Plätzen dicke Zander fangen. Deswegen Barsch und Hecht. Barsch und Hecht ist im Fokus und ja, lasst die Spiele beginnen. Auf geht's! Oh, grote snoekbaas. Ja? Oh, he followed my lure, he missed it. What is it? Big, good. This feels actually like a perch. It's not a big one, but it's an upgrade at least. Upgrade for sure. 36, yeah. Oh, that feels good. What are you doing? The line was in the motor. I try. I have one. Yes. What is it? I think pike. Okay, I'm coming. Yes. This net is not good for pike, but, Yeah, but for the moment, this one will go inside. yes. That's a plan. Yeah. That's a plan. That's the next species what we want. Small, but we finally have her. This one wants this natural one. Also
Gunky Boomer. She's 65. Small jack, 65, but better than nothing. Let's release her. This is what we are looking for there. This is a great area for pike like this size, or maybe a little bit bigger. And also we have yesterday a couple of perch there, so we are trying to catch them right now. Yeah, yeah. Happy? Oh, fuck. Yes. Hij doet het gewoon zelf. Je did it by yourself. Yeah, my teammate was too slow. It's 53. Nice, small, angry zander. Komt hij aan hoor. Dat is wel groot. Another zander, but today they are a little bit less in size. Small zanders, but it was a good strike. That was great fun. It's 53, but what a strike for such a small zander. That was really fun. I think we will find a bigger one here, because we know they are around here. Only today the size is a little bit less. But it's fun to catch. Let's go! Die Tendenz des Vormittags setzt sich fort. Bis hierhin erreichen die Zander im Haringvliet nicht die Größe ihrer Artgenossen aus dem Volkerhack. Dennoch gilt natürlich, was man hat, hat man. Erwartungsgemäß machen Gerald und Henry erstmal weiter. Okay, we're still looking for zanders here on a shallow spot. It's only 1.5 meter deep here. I fish with the Zander Pro Shed, really lightweight, 5 grams. And I use a TI Pro Spin Finesse. That's a perfect rod for this kind of fishing. It's 5 till 21 grams. That's going well. We try to find the zanders in between a little bit weed, and Gild is using a chatterbait. And it's going like over the weeds, and seems like they like the chatterbait because that he had already, I think, 3 bites. And, Yeah, 3 bites. I had 1 and 1 lost, so we keep on doing this for the next 30 minutes, I think. Das ist jetzt Akkordarbeit. Einer fährt, einer Bugmotor rein, paar Würfe, nächster Spot. Das werden wir jetzt in den nächsten, ich denke mal, 1 bis 2 Stunden machen. Dieses schnelle Spot-Hopping, und danach haben wir noch mal einen großen Platz, den wir dann länger ausfischen. Ah, ganz klein, scheiße. Ja, der letzte Wurf, aber ich sag mal so wie der haben die anderen definitiv nicht die Köder genommen. Ja, okay. Bleibt eine 61. Ganz süßer auf dem Starvey Shad. Hab auch noch mal 3 Würfe damit gemacht, weil ich den auch irgendwie gerade vollstes Vertrauen habe. Und der darf zurück. Ein Abschluss. Doppelt so groß. Brauchen wir. Doppelt so groß. Ja. So, wir werden jetzt hier Feierabend machen. Wir haben nur Fehlbisse in den letzten 2 Stunden. War wirklich wild. Gewässerwechsel, Bootswechsel. Wir hoffen nicht auf allzu viel Wind, sonst wird es witzig. Ja. Aber wir hoffen auch auf ein bisschen Wind, damit es witzig wird. Also, drückt Team Tailwalk die Daumen. Wir können es gebrauchen, dass wir noch 1 oder 2 große Hechte heute kriegen, weil die brauchen wir. Nicht dran. Oh, der ist besser, oder? Nee. Nee? Keiner. Nee. Der ist nur gut im Futter. Jetzt. Der ist besser, oder? Der ist besser. Kein Riese, ne? Aber fühlt sich auf jeden Fall besser. Der nächste 30er wahrscheinlich. Vom Gefühl, er sollte 30 haben. Ja. Und der hat 30. Yeah!
nächste Barsch auf den Jigspinner. Perchnado soll er wahrscheinlich heißen. Nächster Barsch. Hast du einen? Ja. Wir haben hier einen stabilen 33er. Brauchst du einen Kescher? Glaube nicht. Der nächste Barsch. Oh, der geht doch auch in die Richtung 30. Der hat genau 32. Wir suchen halt immer noch die dicken Barsche. Aber wo die sind auch die großen. Und deswegen durchackern und irgendwann bleibt hoffentlich mal ein 40er hängen. Aber trotzdem schöne Angelei. Auch wenn man die kleinen Barsche fängt. Es macht immer wieder Spaß, wenn der Biss kommt, der Krebs eingesaugt wird. I love it. Beim Spitzenreiter beißt es Wurf um Wurf, aber auch aus dem Tabellenkeller vernimmt man plötzlich ein Lebenszeichen. Das nicht. Wir haben doch wohl nicht etwa einen Fisch. Willst du mal einen Anker drücken? Ja. Und Keschern. Oh, ein kleiner Mini-Zander. Zack. Naja. Wir sind auf dem Board. Meine Güte. Naja, zumindest haben wir einen beißwütigen Fisch gefunden. Mit ganz viel Glück hat er Maß, ich denke mal schon. Ja, die hat eine 50. Das ist sozusagen Löwe. Nach etlichen Kilometern Drift in sämtlichen Freiwassers des Und die Kaischine hat wieder gerichtet, das ist auch hat klar. die Kaischine es gerichtet. Und wir haben hier einen sehr schlanken. Sag doch. Oh, guck mal an. Ja, ja. Der hat ja sogar über 56, ja. 55,5 und dann hat er 56. Schaut euch diesen dünnen Zander an. Da weiß man auch, warum die so schlecht beißen. Der ist ja wirklich sehr dünn. Ich würde ihn schnell zurücksetzen. Naja, Eieieiei. haben wir doch den ersten. Schwarzes Blatt am Kaischin. Kemptner hinten drauf. Immer eine gute Wahl. Schon zweimal so einen Tucken gehabt und dann hat er ihn wahrscheinlich mit einem Mal so erwischt. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück und fangen noch 1, 2. Wichtiger wären uns die Barsche, weil eigentlich unser Plan war, am zweiten Tag komplett auf Hecht zu angeln. Also alle Hechtfreunde, drückt uns die Daumen. Wollen wir nicht so an? Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass wir Fische gefunden haben, die wirklich mal was beißen wollen. Ahne, dass das ein Fisch ist. Der ein bisschen besser ist. Ja, besser ist er. Das könnte Zambiro wieder sein. Uiuiuiui. Hey, der macht Druck. Ja, die Welle auch. Das ist ein besserer Zander. Kescher raus. Da ist er. Oh ja, ein schöner. Paul, Alter. Und drin! Yes! Der ist immer geil, ey. Stehen wir dicke da jetzt? Ja. Alter! Heute wird nicht dein Glückstag, Paul. Mit unserem Bilder nicht. Mann, sind wir ein paar Chaoten heute. Ah, schön. Der ist doch gut, Mensch. 2. Das war direkt der erste Wurf nach dem Fisch jetzt. 2 Stück. Ich würde das Scale nehmen und du kannst da hinten ein bisschen weiter Ich werf mal ein bisschen. Augen ein bisschen zu. Und dann haben wir hier einen 73er. Den nehmen wir gerne. Dann darf der 73er jetzt rein. Schön vorsichtig. Uiuiui. Da haben wir es. Jetzt noch 2 Barsche, dann haben wir es. Das ging ratzfatz. Sunline löst als letztes Team die Pflichtaufgabe und kann die verbleibenden gut 3 Stunden nun deutlich entspannter auf sich zukommen lassen. Wenn auch nicht zu entspannt. Vor allem ein Kontrahent kennt weiterhin kein Pardon. Also bigger. I feel teeth, maybe it's black. Be careful. Yeah. It's an upgrade for sure. Oh, what it is? Quick. What it is? It's a Zander. I think it's Zander. No. If this is a Zander. Oh, wait. Wait. Watch it. Oh, your line. Yep. Careful, I put it up. No, get it.
it's a big pike! It's a big pike! Fuck yes! Lift it in? Lift it in. No, let it outside there. I will take it. Whew. Must be that one we saw. Fucking great. That's a meter plus. Meter? Yeah, that's meter. Fucking small. 98. 98. We just arrived on the spot and we saw it on the side scan that a pike is there. First we thought it's Xander, but there's an upgrade I think for, I don't know, 20 centimeters or so. Perfect, love it. Thanks a lot. There she's gone. Boom, boom. Hey, aber trotzdem bis jetzt super. Wir können uns nicht beschweren. Wir haben die 2 Hechte. Junge, Alter, wir haben die 2 Hechte. Das ist so krass, ne? Das ist so krass. Dann hatten wir Angst, dass wir eventuell die Zander nicht bekommen bei der Sonne. Aber dann hatten wir, Gott sei Dank, diesen bewölkten Himmel heute Morgen. Zander bekommen. In super Größe. Alles vorbei. Also jetzt müssen wir nur noch... Und der Hecht ist auch nicht schlecht. Der 79, ne? So, letzter Wurf an der Stelle. Noch einer? Ja, ich mache jetzt hier noch schnell einmal wieder nach rechts. Hatte ich gerade einen Biss gehabt. Zack. Abfahrt. It's not so easy in the moment for we have to think about the strategy because we don't know about the river day, the bonus fish and so on. And now we have to think about what is the smartest way to fish. So we will catch some more big fish hopefully, and then we decide. But I think we will leave in a few minutes for the perch. Yeah, we have to. Yeah, I think that's the best way to go. Perch is, we will see what happened. Perch is our weakest spot right now. So it sounds like a plan. Not so big. Not so big. Hope it's a perch then. Maybe. If this is a perch, then it's big. Yeah, fuck sakes! Let's upgrade. It's a 40 maybe. It's a 40. Yeah, I think so. Shall we take some more casts then? Yeah, for sure. Yeah, you have. Oh wait, 38. You have the half for me. 38. So 38. Yeah. How big? 38. Oh, bite. Yep, the fuck, missed it. Right down the boat. So we were ready to leave. Jochen did his last cast and he set hooks into a better perch. So when he was hooking it up, I took another cast and got us 2 strikes, but didn't manage to hook it. So much wind right now, but the fish is here and biting, so we'll keep them hammering here for a little bit more. Yeah, for sure. We will. Yeah, so both me and Jochen fishes with bite. With the Akakabuto, bite oblique Akakabuto rods. They're 7 to 30 grams. Super nice, high quality rods, sensitive and really powerful. We use Torsight rings, like Torsight Guide, and Toray 1100 blank, so it's super nice to fish with. It's electric, perfect for fishing like this. Oh, yeah. Det ser det där då. So up. Jump up. What the fuck? So there's a problem with it. Okay, that's a 50 for sure. Maybe we will go on to the... Oh, what a monster. That's a big one. What a monster. Shit. Unbelievable. That's huge. Yeah, that's a 50. Boom. Yeah, okay. Yeah, he told me he would get a 50. There he is gone. Woo! Yes. Yep. That was the one we were looking for. Yep. So now it's even more heavy for what we shall do. I don't know. We catch another 50? Yeah, why not? Yeah, okay. We can do that. It's okay by me. If we want to do that, we can do it. Yeah, do. Okay. It's your job. Let's catch a 50 then. Yep. Let's have fun.
Es wird immer wilder. Tag 2 muss zwar erst noch geangelt werden, Jonas und Jochens Zwischenresultat ist trotzdem beängstigend stark. Vor allem zu diesem Zeitpunkt. Die Konkurrenz müht sich. Fish. Ja, pode que. Não, acho que não é Okay, aqui eu vou. I was far away, super far away. Yes. Deraku. Deraku? 21 gram. Okay. Could be a perch. Please. Please. Get ready. Oh yeah, it's a perch, it's a perch, it's a perch, it's a perch, it's a perch. Yes! Yoo-hoo! Yes, man. Nice. Yes! Yes! Oh, it's out. This is what we came for. Oh, pike. Totally kill him. You see that? Really big pike must totally destroy this one. 40 centimeters long warrior. We're gonna be fast because she deserves to live. It's a warrior. 40. Let's go. Thanks God for him. Yes. Woohoo. Yeah, that's a spot that we didn't know about, and we saw it on the map during practice. We stopped. We found a perch already. We know it's also zander. We saw them. This spot is quite big, middle of nowhere, and so the idea is to catch some bigger perch there. A little bit less pressure potentially, but we are a little bit blind. We don't know totally the spot, so we're gonna move on this structure that is in the middle of nowhere. And since it's a lot of wind, I'm again using the spin tail. He's using a jig head, so that's two different way of fishing. One a little bit aggressive, and the other one a little bit more gentle. So let's see if we can catch more. Besserer. Bitte sei ein Barsch. Bitte sei ein Barsch und kein Zander. Dicker Barsch. Jawohl! Junge! Da ist er. Junge! Da Team Monkey Lures! Ja! Geil, Alter. Der hat 40. Der hat 40. Auf dem Perchnado. Sehr schön. Das ist ein wichtiger Fisch. So, berührt die halb. Dann haben wir hier einen 44er. Freut mich richtig. Wichtiges Upgrade, wichtiger Fisch fürs Turnier. Mega. Yes, Mann. Geil. Hey, der Köder. Der Kleine, der funktioniert. Der Perchnado. Ach, David, ey. Weißt du, wie gut es mir gerade geht? Dass so gut läuft. Alter. Ey, ohne Spaß. Es war so fucking wichtig. Ich war so nervös davor, muss ich ehrlich sagen. Aber heute Morgen, als er schon so gut angefangen hat mit den Fischen, hey, da hat man einfach schon ein gutes Gefühl in den Tag, oder? Digga, wir kennen dieses Gewässer. Ja, wir wissen aber ganz genau, was wir hier tun. Das ist das Geile, Mann. Weil wir auch so oft hier fischen. So die letzten Jahre bin ich immer mit jemandem rausgefahren und dann war es eher so ein, wo fahren wir hin? Was machen wir jetzt? Das ist halt das Gute bei uns. Wir fischen meistens immer hier. wir angeln jetzt schon so lange zusammen und bei uns hat wirklich, wir gönnen uns gegenseitig jeden Fisch und ja, sind einfach happy, wenn das so gut funktioniert. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben wieder Familienzuwachs bei Monkey Lures. Denn an manchen Tagen wollen die zickigen Fische vielleicht nicht einen druckvollen Köder, der viel Wasser verdrängt. Dafür haben wir jetzt den Loopy Louie. Dieser lange Twister mit 25 cm ist relativ dünn gehalten, verdrängt wenig Wasser und hat ein sehr dezentes Laufverhalten. An manchen Tagen müssen wir ein bisschen experimentieren mit dem Bewegungsmuster und mit dem Loopy Louie habt ihr noch ein weiteres Ass im Ärmel. Der neue Loopy Louie jetzt auf hechtumbarsch.de.
Wenn du jetzt bis zum 31.03. einen Geschenkgutschein für einen Online-Kurs in Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung bei der Anglerschmiede buchst, bekommst du einen Gutschein für den Hecht & Barsch Online-Shop in derselben Höhe gratis dazu. Das heißt, du kannst dir geiles Tackle im Hecht & Barsch Online-Shop bestellen und deine Freundin, Freund, Oma, Tante, Cousin, Onkel, Neffe, wer auch immer, kann endlich mit dir gemeinsam ans Wasser und die Rute ins Wasser halten. Also ab auf anglerschmiede.de und jetzt den Geschenkgutschein bestellen. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super in Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, führerscheinfrei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Okay, we will turn our live scope on and it's starting our power hour. There are a couple of fish on the bottom only. Oh, here is a big group of fish is here, but yeah, it's they are there, bigger than others. But I need to fish them right. Jetzt fühlt er sich eher wie ein Zander an. Nee, ist ein Barsch. Oh, ja, damit. Ball. Wo bist denn du? Komm her mit dem Ding. Hast du? Yes! Ja! Noch ein! Geil! Oh, der ist wichtig gewesen, ey Leute. Halleluja, der war gerade richtig wichtig. Davon brauchen wir jetzt noch einen. Dann sind wir wieder auf Kurs, ey. Warten, Stragel. Ja, mach du, ich werf mal fix. Ja. Ich würde den nämlich nicht alleine lassen, beim letzten Mal, als irgendjemand den losgelassen hat. Ja. Weil einer unbedingt High Five haben wollte. Köder ist schon raus. Also, das war auf jeden Fall eine knappe Nummer. Kai Schiene hat geliefert. So. Bisschen zuppeln, bisschen ziehen. 41,5, also 42, wa? Der war echt richtig wichtig, der Barsch. Auf der Kai Schiene. Jetzt müssen wir ganz schnell noch den zweiten Barsch kriegen und dann sind wir wieder komplett auf Kurs. Also wenn wir die Prachtexemplar mal wieder zurücklassen. Es wird unser Nachmittag. Ja. Geil, Leute. Jetzt geht's weiter. Feuer, Feuer, Feuer. Klingt ein bisschen so, als würden Sie selbst nicht dran glauben. Dabei läuft die zweite Tageshälfte im Vergleich zur ersten doch reibungslos. Während Paolo und Christian die Lücke nach oben verdichten, sind Robin und Guido nach ihrem Wechsel ins Volkerak wieder bereit für Big Fish, zumindest in der Theorie. Ich meine, mit dem Kescher haben wir Großes vor. Ob das klappt, lassen wir mal dahingestellt. Wir packen jetzt ein paar Cranks aus wahrscheinlich erstmal und cranken hier ab, weil darauf haben wir die dicken Hechte gefangen. Es gibt natürlich auch geilen Beifang. Und ja, nicht lang schnacken, wir haben schon genug Zeit verloren. Mogul +3, Guido fischten in +5, wieder eine sehr natürliche Farbe. Ein Crankbait läuft jetzt über dem Boden, ein Crankbait ist im Freiwasser, ein bisschen kleiner, weil hier gibt es auch richtig dicke Barsche.
Aber beißen will gerade gar nichts. Ja. Aber wir brauchen beides. Beides und zwar viel. Fisch. Kleiner Barsch. Hat geklappt, auf jeden Fall schön über den Grund gerabbelt. An der Größe müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber passt schon. 34. Nach langer Durststrecke mal wieder was zum Zubbeln, ey. Fuck this. Ja, aber ich habe ein bisschen weiter nach rechts geworfen. Yes, 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 fish. Yeah. I say too, it's full of fish. It's a nice one. Because it's totally It's a full. nice one. Come on, Zander. It's coming, it's coming. Yeah, I see the line. What kind of fish is it? It is. Good Zander. It's not Zander. It's pike. Take it fast because... Pike maybe. Yeah, it's pike. It's a nice one. Nice one. Slow. I hope. Go. No. It's the fucking net. We need better. Come on. Now it's on. Yes. Yes, man. No, Zander. Full guard. Yeah. Woohoo. Carefully. Nice one. Yes. Okay. Good hook. 97. 97. Good. Yes. This is fish what we came for. Yes. Man. Pikey. Come on. What a crook. Yes. Yeah. Okay. We need the same size in Zander. Yeah. Schwierig, aber längst nicht ausgeschlossen an diesem turbulenten Angeltag. Adventa rückt durch den starken Hecht auf Platz 3 vor, während David und Luis ihren methodischen Ansatz noch einmal ändern. So, jetzt haben wir mit dem Spothopping aufgehört. Wir haben 44er Barsch gefangen, aber es war nicht so ergiebig wie die letzten Tage. Das hat viel besser funktioniert. Deswegen switchen wir jetzt. Wir werden jetzt so ein bisschen Powerfishing betreiben. Wir werden jetzt ein bisschen schneller fischen. Wir werden jetzt eine Drift anfangen im Flachwasser. Dafür haben wir jetzt Twitchbaits uns rausgesucht. Ich benutze den Flash Vibe 98 Suspender. Du genauso. Nur eine andere Farbe. Passt besser zu deiner Route, muss man sagen. Und ja, schauen wir mal, was im Flachwasser so auf uns wartet. Wir hoffen natürlich noch auf einen schönen Hecht oder ein schöner Barsch. Aber auch ein guter Zander ist immer möglich. Könnte uns auch gut stehen. Ja? Also, wir müssen ein bisschen Druck machen in der Gruppe wieder. Es war lange ruhig. Auf geht's. Nicht die Größe, die wir suchen. Yes. As you know from earlier years, we like fishing crankbaits. Von Crazy der Crank. Natürliches Dekor in golden. Oh my God, what a skinny one. Der ist der kleine Mann. But it's long and that's important. It's 76. Also, da haben wir den Fisch. 74. 74 Zentimeter. Yes, sir. Also, der ist zappelig. Darf schnell wieder ins Wasser. I think it's better to release this ugly one. Don't want to see it that much. We can do better. I thought it was a perch.
Unbelievable. There it goes. Wir sind hier an einer flacheren Stelle. Der Crankbait läuft hier ganz knapp hin und wieder über die Steine drüber. Kurz danach habe ich den Einschlag bekommen. Gerade die Steine gemerkt, langsam weiter gekurbelt. Hat dann sich reingehangen. Also so richtig Bock haben sie noch nicht. Nee. Spaß. Oh! Alter. Junge. Geil. Uiuiuiui, der kleinste. Ich habe mich noch nie über so einen kleinen Barsch gefreut, glaube ich. Nee, aber ist jetzt heute Gold wert. Wieder auf dem Kaischien. Und da ist er. Sehr gut. 34,5. Ich habe mich noch nie über einen 35er Barsch so gefreut. Aber der ist Gold wert. Und rein. Jesse. Und wie immer am heutigen Tage, wenn wir was gefangen haben, dann auf Kaischien. In dem Fall mit einem Matschubi hinten dran. Kleine Talspitze stört keinen Barsch. Und der Knoten von Erst ist zwar ein kleiner Krautfänger, aber der hält auch bombastisch. So, jetzt noch mit viel Glück ein Zander. Dann können wir tatsächlich Hecht angeln gehen. Oder einen dritten Barsch. Oder einen dritten Barsch. Egal, was wir jetzt fangen, außer Hecht, ja, ist ein Segen für uns. Wir waren sehr glücklich und können wir dann unseren Plan weitermachen. Was sagt die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt 14:08 Uhr. Also wir haben jetzt noch knapp 2 Stunden zu angeln. 2 Stunden für den Fisch, alles außer Hecht. Ja, Zander, Barsch wäre jetzt nochmal Gold wert, ey. Ach, Gott sei Dank. Hier vielleicht mal was nicht jeder kennt. Man freut sich auch auf neue Sachen. Erstmal neuer Krebs von Geecrack, Bellocraw. Ganz fein gerippt. Und dann Fury Raba nennen sich die Dinger. Das ist, ich sag mal, ein Skirted Jig vor dem eigentlichen Offset-Haken. Der wiegt jetzt hier knapp 2 Gramm, also wirklich nichts. Und ist echt mal was Schönes, was man am Texas, am Carolina Rig noch davor schalten kann. Ist aber auch für die Hechte ein bisschen interessanter. Und deswegen habe ich nicht die Tarnspitze vorgemacht, damit wir da keine Gefahr laufen. Und jetzt baller ich das auch noch mal in die Steine rein, in der Hoffnung, dass es nicht sofort abreißt. Ich habe gerade einen kleinen Barsch dran. Ja. Trotzdem einmal auf die Scale. Okay, wir legen ihn drauf. Liegt links neben dir. Also, jeder kennt den Trickshad. Genialer Köder. Ja, die Barschgröße passt uns noch nicht, aber wir legen ihn trotzdem mal drauf. Und er hat ja 26 cm. Und ab mit dir. Yeah, if that's a perch, it's a nice one. Yeah, for sure. No, yeah, it's a perch. Oh, it's a good perch. Jochen is killing it. That's a good one. That's a really good one. Our Kabuto rod is doing the job. Here, nice. That's a big one. Eine große Barsch. It's a 47. Yeah, it's easy 47. Is it even 40? 48. It's 48, it's touching. Yep. Yeah. Nice. What? You're crazy, man. Oh, is this an albino? Albino Ayu. Oh, from this side there's no color. What is it? Golden? What was it? Enrico had something like that. Yeah, we got some golden in Sweden, but that's, this that's is a something golden new. one. No, No. 48. It's albino. What? This is no. Whoop. Okay. Yep. Can I read it? Same spot. Can you? Yep. Feel the Oh, that structure was there. quick, huh? Yep. So- No. Two baits. It's really nice structure over there. Exactly where I am. So when you're looking for big perches, you take the Pope, Odaka, Kabuto, and then you get big perch. Nice. It's really nice structure over there. So, Are we drifting or are we in the same place? no, I think we are far away. We're far away right now. Fuck. Jochen kriegt den Hals nicht voll. Der nimmersatte Münsterländer liegt nun bei einem persönlichen Durchschnitt von 97,5 Punkten pro Fisch. Ein schlicht unfassbares Debüt. Und wo wir gerade davon sprechen... Nochmal hin. Fisch. Soll ich ankern? Ja, aber wird wahrscheinlich ein Hecht sein. Das wäre gut, Mann. Wir wollten einen größeren Hecht haben.
Der ist aber nicht größer. Warte. Der wird nicht größer sein. Eingelöffelt. Gut. Petri. Sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass er mehr haben wird, aber wir checken mal. Vielleicht kriegt der ja einen Barsch raus. Gut, endlich mal wieder ein Fisch. Ich habe mir gedacht, weil Luz eben den Nachläufer hatte beim ganz schnellen Einkurbeln, ich wechsle mal auf ein Chatterbait und das war der Erfolg. Halb? Ne, keine halb. 71. Und der heimtückische Hecht. Für uns heimtückische die letzten Tage. Okay. Jetzt sind wir mal heim bei den Welle. Ciao. Super. Petri, Mann. Wieder ein paar Punkte gesammelt. Auf jeden Fall. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass der so lang ist. So Flachwasser, ja, du siehst, du bekommst Fische, wir haben Kontakte. Aber dieses gezielte Barsch, ja, Fisch, der ist besser. Der ist besser. Okay. Warte, jetzt habe ich den Anker rausgeknallt. Lass mich einmal vorbei. Sorry. Ja, out. Ab. Ab? Ja. Was war das? Hecht. Aber so gut war der auch nicht. Ne? Ja, also auch 70 irgendwas. Komm, dann driften wir einfach weiter. Okay, dann lass ein Zeitlimit setzen. Wir machen 15 Minuten maximal noch. 15 Minuten. Maximal. Und du darfst ja dann aussuchen, wo wir hinfahren. Nee, das darfst du aussuchen. Ich will nachher einen Sündenbock haben, wo ich sagen kann, er hat's verkackt. Er ist schuld. Let's catch them in traditional style. Strategy, we have 1.5 hours now. Yeah? Do we go for one big pike? Honza? I'm thinking about it, about this area. I don't know what's better when we try to get bigger zanders or change your spot for big pike. Because under in the river we should find them. We can try big pike. I have new rod for this. Yeah. I need to try him. Yeah. I think shallow part with stones with big drop it's maybe better than shallow. But it's a drift or yeah, it's a drift. anchor? It's a drift around the shoreline and yeah. We go drifting for pike. Okay, we can make one drift there and a second on the plateau. I think we have still time. Okay. Thanks, fishing gods. Yeah. For our full card. And for the water. Sorry. Up. Up. Hier waren gestern Barsche und die versuchen wir jetzt zu bekommen. Wir hatten auf dem Side Imagine gerade auch schon ein paar Punkte gesehen und jetzt werfen wir die punktuell einmal an. Eigentlich wollen wir ja die großen Hechte fangen, aber es liegt halt auf dem Weg und dann sagen wir natürlich nicht nein und probieren einfach mal unser Glück. Ich nutze hier gerade die Full Range Route, die S67 in M, eignet sich perfekt dafür, den Skirt gut zu animieren. Da waren schon die ersten Bisse, aber super vorsichtig, ne? So we have here some small perch spots. Henry is now fishing with the drop shots and I'm going to fish with the Carolina rig. I'm doing that with the TR Finesse Game rod. It's a 3-tail 14 grams spinning rod. It's more soft and really sensitive. And I'm going to fish with the race tail. It's a nice screechy bait from Striking. So, ready to go. Ich kann nichts dafür, der war viel zu schnell ab. Ah, da war der dritte Zander. War ein Zander, ja? Ja. Uiuiui. Naja, schnell weiter angeln. Oh, der war auch so 65. Ey, der hat an der Oberfläche gebissen. Beim Rausheben. Jetzt irgendwas Kleines oder es kommt mir mit Schwung. Es kommt mir mit Schwung. Geh es ab. Denn Ernst? Was hast du denn? Jetzt reicht, jetzt mal den Trailerhook drauf. Smoke and Swimmer.
mit einem kleinen Kniff. Also ich habe den Gummifisch quasi falsch rum draufgezogen, weil die anströmende Seite ja die von dem Shutterblade ist. Und wenn ich den jetzt so rum aufziehe, dann vibriert das immer noch besser, als wenn ich es richtig rum aufziehe. Weil das Wasser ja schon verwirbelt ist. So quasi wie beim Luftfahrzeug. Hinter den Turbinen ist quasi die ganze Luft schon verwirbelt. Und so haben wir noch ein bisschen mehr Aktion im Tail. Zusätzlich habe ich einen kleinen, aber feinen Trailerhook aufgesetzt. Jetzt 3 Aussteiger sind mindestens 2 zu viel. Und los! Jetzt sind wir wieder im Plan drin, ey. Jetzt sind wir drin. Oh, nein. Oh. Geil. Der Trailerhook. Ich will es mir einbilden. Er hängt nicht am Trailerhook. So. Maß hat er. Sehr dünn ist er. Und er hat über 55,5, also 56. Ja, ein bisschen dünn sind sie. Aber das erklärt, warum sie zurzeit so beschissen beißen. Und dann kommt er wieder rein. Chizzing. Aber wir haben es geschafft. Ja, Mann. Mit Biegen und Brechen. Echt, ey. Ein Stündchen haben wir noch. 65 wäre auch noch okay. Ja, also einen schönen größeren Zander oder einen schönen dicken Barsch jetzt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal unser Ziel erreicht. 3 Zander, 2 Barsche. Ja, sind wir wieder am Rennen. Barsch könnte größer sein. Und wo haben wir sie fangen? An nicht einem einzigen Trainingsspot. Nee. Alle Trainingsspots haben heute komplett versagt. Ja, auf jeden Fall. Einfach wieder Flachwasser driften. Kaum ist Wind. Driften. So wie letztes Jahr eigentlich, ja. Ah. Bloß nie aufgeben, das ist wichtig. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt privat angeln gewesen wäre, ich und meine Freundin, wärst du schon längst weg. Da wäre ich um 11 reingefahren und hätte den ganzen restlichen Tag meinen Hund gestreichelt. Team Sunline mausert sich. Etwa 1 Stunde Angelzeit bleibt. Was geht noch? Wow, what the fucking take? Shit. That was a really cool take. Whoop, strong one, at least. Looks like perch. Yeah, it really looks like perch. Yep, it's a big perch. It's a big one. It's a big one. Woo! I did it Jochen style. I did it Jochen style. Yep, this is a big one. 46. 46. Yeah. Perch, a really big one. Careful. Don't play too much. Put it in. It's a perch, it's a perch. Yeah, but shoot that. Here it comes. Woo! It's too small. Yeah, maybe it is small. No, I'm not sure. 45. Yeah, it's a 45. Do you see? Yeah, it's clearly 45. Yeah, okay. Once again, Butterbolt, Perch Extreme. Fishing is so fucking funny right now. Hell of a strike. Na also, sicher eine Erlösung für Jonas, hier auch endlich 2 gute Fische beisteuern zu können. Von denen schafft es aber nur einer aufs Board. Der 45 cm Barsch ist tatsächlich zu klein. Ein fast schon absurd gutes Ergebnis, das Team Bite of Bleak jetzt vor ein Luxusproblem stellt. Okay, so we have a really nice card for the day, and it's thinking about what we have to do. And the only plan is to get bigger. With Xander, we got 79 and 81 or 82. So we got a 98 pike and an 84 is the smallest. So we try now all in for a big pike and maybe 1 giant Xander for us, huh? Jonas, what do you think? Seems like an amazing plan. We go all in. So, Spotwechsel. Wir sind jetzt an der nächsten Stelle angekommen. Wir haben jetzt wirklich den Barsch hauptsächlich im Fokus. Leider war eine sehr gute Barstelle
besetzt vom Bite of Bleak. Da ist schön windgeschützt, da haben wir so viele Fuffis schon gefangen in unserem Leben. Jetzt mussten wir ein bisschen ausweichen, wir stehen ein bisschen sehr im Wind jetzt, aber wir fischen eine Muschelbank ab. Hier gibt es ein paar große Barsche, die stehen auf Krebse, aber 2 Krebse im Wasser wollen wir jetzt nicht wagen, deswegen werde ich die ganze Zeit irgendwas anderes fischen. Mal gucken, ein guter Barsch, das wäre wirklich ein Träumchen. Ja. Ich bin ab dem 40er, bin ich happy. Ich auch. Und vielleicht wird ja unser Platz nochmal frei. Also ja, das wäre echt nice. Wir haben die auf jeden Fall im Blick. Wir sehen die. Wir sind da dran vorbeigefahren und kurz nachdem wir dran vorbeigefahren sind, kam eine Meldung rein. Die Jungs, die fangen da gerade dicke Barsche. Mann, ärgerlich. Naja, was wir mal machen, weiter fischen. Es gibt keinen anderen Köder, mit dem ich mehr große Zander und große Hechte gefangen habe, als mit dem Fat Louie. Und wir haben uns gedacht, wie können wir die Farbpalette ein bisschen erweitern? Und dann kam mir die Idee, wir bringen die Flash Series raus. 4 neue Dekore, die nicht nur eine reflektierende Folie im Bauch haben, sondern diese Folie sorgt auch für Geräusche unter Wasser. Bei extrem viel Sonne fische ich gerne violette Köder, darauf stehen die dicken Muttis. Und dafür haben wir jetzt den Midnight Storm. Wir haben einen lilanen Rücken mit ein paar blauen Schuppen auf der Seite und die Folie im Bauch macht den Rest im Wasser. Mit der Farbe Razor Roach haben wir ein Rotauge, etwas natürlicher gehalten, für gute Sichtverhältnisse unter Wasser, falls die Muttis zickig sind. Das dritte Dekor ist angelehnt an einen Hecht, der Name verrät's, mit Grandma's Mistake überlistet ihr auch den erfahrensten Hecht im Teich. Wir haben hier ein sehr natürliches Dekor und die Folie schimmert grünlich auf, so wie ein echter Hecht im Wasser. Das A-Team wird komplettiert mit der Farbe Sour Snapper. Sehr auffälliges Dekor, perfekt für die Abendstunden oder für das trübe Wasser, denn da wird dieser Köder von den dicken Muttis auch wahrgenommen. Diese 4 neuen Dekore gibt es in den Größen 9, 11, 14 und 18 cm. Ab sofort bei Hecht und Barsch. Check ab, welcher Köder zu dir passt. So now we are entering the last hour. I've been fishing the power hour, finito, and we're gonna try to use the wind that we have today to catch a big pike. So now we go all in for pike for the last hour. Ja, das tun sie gar nicht. Wir haben gezockt, aber es wird, glaube ich, nichts. Ja, schon ein bisschen was, aber wir wollen jetzt eine Stunde pelagen. Aber die Fische haben seit einer Woche keinen Bock mehr. Ja, danke Jungs. Bis später. Ja, wir waren gerade hier am Aufregen, fertig machen zum Pelagen. Deswegen haben wir ja auch das Boot getauscht. Und da sind die Jungs gerade auch angefahren gekommen und hatten das Gleiche vor wie wir. Wir versuchen jetzt einen großen Zander zu bekommen. Das heißt jetzt erstmal viel suchen. Es ist Guidos Boot. Das heißt, ich setze mich erstmal hier neben hin und kann hier gerade nicht viel machen, außer die Geberstange drehen. Das gehört zum Pelagen leider dazu. Ansonsten müssten wir einmal switchen, das Ganze, weil in den meisten Fällen ist es besser, wenn einer fährt und gleichzeitig anfischt. Und wenn einer fährt und der andere anfischt, ist halt von der Kommunikation manchmal auch schwierig. Da muss man sich sehr, sehr lange eingrooven. Ja. Und die Zeit hatten wir diesmal nicht. Die haben wir anderweitig gut genutzt. Ja. Das haben wir ja schon die letzten Tage beobachtet. Die Fische sind wieder tiefer gegangen. Und da steht jetzt ein 85er Zander auf 11. Ja. Aber Finger weg. Ja. Als wir es probiert haben, es hat geregnet, es war sehr bewölkt und verdammt windig. Hat es funktioniert. Der Fisch stand zwischen 3 und 4 Metern, also super flach, direkt unter dem Futterfisch drunter. Aber das ist halt schon ein paar Tage her. Laatste keer was het al meer beter.
Tisch. Nice. Good. That's all right. Left. Perch, that's a good one. Yes. Oh, what a perch. Yes, that's what we need. That's a giant. Oh, I was doubting if it was a pike. It was heavy and it was That's a perch. getting through my drag. Oh, It's closing into Felix. 52. What a fish, Gerald. that's what we needed. 123 and then a 52 perch. Yeah, Here. it's What a perch. Almost no stripes. yeah, these dots. Yeah, what a nice perch. Oh, it's you're on amazing. fire. Yeah, You're the man today. yeah. Unbelievable, what a perch. Yeah. 52 centimeters. That Oh, are 104 points. yes, That's what we need. that's how we like it. We struggled the entire afternoon, but now Yeah, this is really good. this is nice opportunity for What do you caught it on? under creature baits. It's the Rage Crawl from Striking. You see it here. It's now on the line. It's do the fish. It's on the line. It's on the Carolina rig. Fished with the TR Finesse spinning rod. Oh, what a beauty! Oh, I'm gonna hack you again. Yeah, first your PB pike and then almost your PB perch. yeah, my PB birch is also 52, so Unbelievable. it's a good day today. So let's get another one. Barsch PB eingestellt, Hecht PB hochgeschraubt und dann das wohl verblüffendste. 2 Umarmungen von Hendry an nur einem Tag. Als aktuell Dritter hat Fox Rage nun schon mehr Punkte als die Tagessieger aus Gruppe A und B. Daran lässt sich ganz gut ablesen, wie außergewöhnlich hier bisher gefangen wurde. Team Sunline wäre wohl lieber in einer der anderen Gruppen gestartet. Boah, Fox 52er Barsch und bei Dorfliegen 45er nochmal. 52er ist natürlich doller. Wahnsinn. Auf jeden Fall Petri, die haben jetzt 2 richtige Ausnahmefische gefangen, wa? 52er Barsch, 1,23 Meter Hecht. Ja. Auf jeden Fall Hut ab. Junge, 52. Hey, dicken Respekt, so einen fetten Barsch zu fangen, das im Turnier, richtig cool. Um euch jetzt kurz up to date zu halten, wir haben es im Tiefen versucht. Leider stehen da die Fische auch sehr, sehr tief. Wir sind jetzt deutlich flacher gefahren. Also wir stehen hier zwischen 4 und 8 Meter. Versuchen jetzt da mehr Fische zu finden, die auch flacher stehen. Ist aber super schwierig, die anzuparken. Ich meine, es ist ein super kleines Boot, wenig Schattenwurf, kleiner Motor. Das ist nicht ganz so laut, als wenn wir jetzt hier den V8 anschmeißen. Deswegen haben wir ja auch gewechselt. Aber aktuell sieht es noch nicht so aus, dass wir die Power Hour voll ausnutzen. Das Problem ist, dass sie halt auch nur einen halben Meter, wenn überhaupt, teilweise über Grund schwimmen und sich halt ablegen, sobald das Boot da ist. Schauen wir mal. Ich fahre noch mal weiter. No! Fuck me! Ja, oh fuck, das war ein guter Fisch. Ein Treter. Ja, jetzt hängt einer. Sei bitte ein Barsch und kein Zander. Nein, ab! Nein, auf. Hör auf. Besser! Ich hoffe, es ist ein One-Take. Alpha erwartet. Muss ein Zander sein, hätte ich jetzt gesagt.
Ist vielleicht ein kleines Upgrade. Ah, schön. Wir haben jetzt den Zander 57,5, mein kleines Upgrade 58. War gleich der erste Wurf am neuen Spot. Sehr schön. Den lassen wir gleich zurück, würde ich sagen, oder? Flupp. Und schon ist er weg. Einwandfrei. So, weiter jetzt. Hätte ein paar Punkte mehr sein dürfen, wa? Ein 10 cm längerer Barsch wäre ja ganz okay. Der würde mir auch ganz gut schmecken jetzt nochmal. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren, war aber ja trotzdem schön. Wir haben die erste Folge komplett reingeschissen. Die erste Folge war immer da haben wir noch gesagt, nothing. wir sind zufrieden, wenn wir den ersten Fischkontakt des Tages vernünftig haben. Jetzt meckern wir schon wieder, dass wir keinen 45er haben. Ja, so ist das immer, ja. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass die anderen halt gut fangen und große Barsche haben und so, ne? Wir haben uns halt mit den Gewässern ein bisschen verzettelt, aber hier kamen sie nach mit das erste Jange jetzt. So I switched to a bigger lure because we are on the same spot as we did before, and hopefully we get another take here from a big one. And pikes eat pikes, so therefore I used the big giant replicant pike. Let's give it a shot. And I'm fishing it with the big bait extreme casting rods. You can cast this big bait easy with it. Always use a good rod for fishing with big baits, otherwise you can get problems. And I know that. Wir sind jetzt wahrscheinlich letzten Spot, nochmal cranken. Auf einen dicken Hecht hoffentlich. Vielleicht ein Barsch dabei, aber eigentlich wollen wir die Barsche morgen machen und brauchen dringend noch einen großen Hecht. Ja, wir haben gezockt und wir haben uns ein bisschen verzockt. No, it's a small sander. It was just a hell of a take. So I take another one. Oh yeah. This one is better. Yeah, your one looks better. Oh, kind of the same. Bitte, bitte, bitte. Mach den Anker wieder an. Da ist der Barsch. Ist ein Barsch? Ja, da ist ein Barsch. Das ist der Barsch, den wir brauchen. Schnell Angel weiter. Jawohl, Männer. Oh, da ist der. Wo ist denn Zirik? Da ist der Barsch. Genau. Junge. Die wollten wir haben. Der König des Krabby Louis, Alter. Du bist es, Alter. Da ist der Barsch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und schaut euch das mal an. Komplett inhaled. Und der hat 47. Hey, genau dafür sind wir hier hingekommen. Ein 47er Barsch, der ist schon super blass. Ich denke mal, das wird ein alter Fisch sein. Hey, aber der muss schnell ins Wasser, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh, ciao. Yes, Mann! Gott sei Dank. David, du bist so eine fucking Legende. Ne? Komm, Alter, noch? Wir brauchen noch einen. Die Zeit läuft gegen uns, aber dafür der Krabby für uns. Junge. Come on. Alter, der Krabby, ja, mach ich. Ja. Der Krabby Louis. Der holt uns den Sieg. Der hat uns den Tag gerettet, muss man wirklich sagen. Ne? Aber auch schon die ganzen Tage. Wir haben damit Hecht, Zander, Barsch. Ich hab einen Biss. Fuck. Fuck. Shit. Biss gehabt. Welche Farbe hattest du den Barsch? Snitchy die Fungi. Snitchy die Fungi habe ich auch drauf. Shit. Den hat er noch nicht komplett dran gehabt. Vielleicht was Braunes, vielleicht. Ich mache ihn braun. Der ist jetzt hell, ich mache ihn braun. Kriegt jetzt so viel Paste neu hier dran. Zack.
juicy. Juicy. Einen noch. Einen. Fisch. Ja. Barsch. Oder? Noch Barsch. Großer Barsch. Ja, großer Barsch. Treiben weg. Sauber. Sehr schön, der war wichtig. Sauber. Ja, Jungs, Mädels, da ist ein geiler Barsch. Und ein bisschen Welle. Ja, ein ganz bisschen Welle. Muss schon festgehalten werden. Hier wieder den Mogul in +3. Ein sehr natürliches Dekor. 49. 49! 49 Zentimeter, also 48,5 hier. Ja. Ist gut. Und zurück Braucht damit. mal. Und der kommt wieder zurück. Und er will gleich weiter. Den brauchten wir. Ein Glück haben wir das Pelagen eingestellt. Fische gar keinen Bock. Dritter Wurf. Puh. Ausnahmsweise immer gut, nicht beim Plan zu bleiben, sondern zu ändern. 2 dicke Barsche in der Crunch-Time und auch bei Paul klingelt es in der Hose. Aber wer weiß, vielleicht ist das doch wieder bloß ein Kunde. Wir haben halt auch schon genug gelitten. Ey, was mal, ein Pike. Na, wo kommt er denn her? Vom Boot. Ey, Pike. Ich wollte eigentlich ins Handy gucken, wer da in der Gruppe geschrieben hat. Und dann hat der Pike gesagt, warte mal kurz. Da steht bin noch ohne ein da. Kaischino rum. Der bringt uns jetzt auch wahrscheinlich. Oh, ist der dünn. Ey, der ist schmal. Die essen hier alle nichts. Braucht man sich nicht wundern, dass hier in letzter Zeit nichts geht. Die sind ja Diät, fast die Jungs. verhungert. Wow, da ist ja gar nichts dran. Kicken. Ah, Zähne hat er. So, was haben wir? Hätte ich niemals getippt. Nein. Der ist 74,5. Der hat 75. 75 Zentimeter. Oh, der ist so dürr, das hätte man nie im Leben, hätte ich das gedacht. Der hat ja nicht mal ein Kilo. Da seht ihr echt mal, dass die Fische hier anscheinend wirklich nicht fressen. Irgendwas stört die auf jeden Fall. Ja. Ich sag euch, das ist wirklich ein Hecht. Das ist kein Aal. Krass, ey. Den lassen wir jetzt mal wieder zurück. Der muss unbedingt mal irgendwie frühstücken gehen. ...75 Zentimeter, der hätte gerade mal ein Kilo gehabt, oder? Ich hätte den auch... Oh, Riesenfehlbiss. Ich hätte den jetzt eher so auf 60 wenn Ja? überhaupt geschätzt. Niemals zu 75 getippt, das Ding. Nein! Nein! War das Kenners, ich schreibe over drin. Was gibt's denn? Ach, hör doch mal auf. Was denn nur? Guido hat einen 49er Barsch für Tailwalken, 47er Barsch hat der Luis noch. Die sind richtig krass unterwegs heute. So, und ich mache Aal 75. Trotz roter Laterne. Den Humor hat man bei Sunline nicht verloren. Mit diesem Hungerleider-Hecht sind wir zugleich am Ende dieser atemlosen Folge. Ah, wobei einen gibt's anscheinend noch. 3-mal dürft ihr raten, wo. Fish. Fucking shit. It's on. Is it a good one? No, not big enough. but it's okay. It's fun. I'm done. Go, let it go. Yeah, what a day, Jochen. Bye bye. That's what we call a day. Yeah. Great day on the lake. It was a fantastic day. Yeah. With a lot of good fish. Yeah, it's a lot of fun. fun. Yeah. So, and we catch different types of fishing. Yeah. Yeah. The rods and the lures work perfect. Yeah, So really happy with everything. everything's fine, but now neither is over because in the morning it was okay without the wind, but now I'm done. Yeah. See you in the next episode. Yeah, see you guys. Bye bye. Wir haben alles gegeben, wir haben sehr hoch gepokert.
Und wer hochpokert, ne? Kann auch mal tief fallen, aber tief gefallen sind wir nicht. Ja, genau. Also haben wir schöne Fische gefangen. Ja, die Hechte hätten halt größer sein können. Aber morgen ist auch noch ein Tag. So sieht das aus. Wir sind raus. Tschüss. Danke fürs Einschalten. We are happy and not happy. Yeah. Small fish, nothing special. Yeah, we have one more day, Yeah. river day, and again, in Jos River we can expect good fish and good amount. So anyway, we're gonna have fun. Thanks for watching and congrats again for the winner of the day. Yeah. Bye bye. Bye guys. Den Vormittag hätten wir ausschlafen können. Ja. Gewässerwahl war heute Morgen nicht so prall. Aber ihr habt es an den Fischen gesehen. Also jeder Fisch, den wir gefangen haben, der war sehr dünn, kaum gefressen. Im Nachhinein fragt man sich immer, woran das gelegen hat. Ja, dafür haben wir noch gekämpft bis zum Schluss, wa? Und jetzt können wir unseren Plan durchziehen und den einen Tag voll auf Hecht fokussiert angeln. Ja. Und das wird hoffentlich besser funktionieren. Also bis zur zweiten Folge. Bleibt dran. What a day! What a day! Unbelievable. It was a great start. A great, Big one. a great start. Unbelievable. But overall, the zander fishing was hard, not the big ones. Now Yeah. we're going to the river, and I think we have already some big fish on the list. Yeah. And we know some spots for zander and for perch. So I think all opportunities Are still to set open. a good list. Yeah. But I also saw a lot of nice catches from the other competitors, so also they did a really good job. Yeah, really big zanders. Yeah. We are not there. We have to will still. see. We need a really good day on the river. Wir haben, glaube ich, solide geangelt. Wir haben vielseitig geangelt, wir haben gute Fische gefangen. Ich glaube, insgesamt mit dem ganzen Ergebnis können wir mega zufrieden sein. Es gab für uns 2 große Missionen für diesen Tag. 2 Hechte zu fangen, das haben wir als erstes geschafft. Und gute Zander hier mitzunehmen. Und die haben wir auch bekommen. Ja. Und wir können sehr entspannt in den zweiten Tag angeln. Da finde ich können wir auch. alles noch upgraden. Hey Digga, es war mir wirklich eine Freude. Hat Spaß gemacht. Hey, Mr. Schleifer. Und das Abendessen geht trotzdem auf mich. Echt? Ja, sicher. geil. Du hast Boah. heute so delivered. Das ist selbstverständlich. Ja, drückt Monkey Lures die Daumen weiterhin und vielleicht kommen wir ins Finale. Wer weiß. Sie geben alles. Also Team Monkey Lures, don't fuck with us! Und natürlich, Luis am Schluss, wie so oft, mit einer deutlichen Ansage an die Konkurrenz. Die aktuelle Platzierung am River Day zu verteidigen, wird aber einiges abfordern, denn ein Blick auf die Tabelle zeigt, wir steuern hier auf ein historisch starkes Gesamtergebnis zu. Bite of Bleak führt vor Monkey Lures und Fox Rage. Den anderen Teams fehlen noch die absoluten Ausnahmefische, aber selbst Sunline hat sich nach Mauenbeginn wieder auf Schlagdistanz angenähert. Ich bin 100%ig sicher, das wird ein hochspannender zweiter Angeltag. Am kommenden Sonntag geht's aber erstmal weiter mit Gruppe D, wo 2 engere Favoriten aufeinandertreffen. Simon Thorenbeck startet mit Mitchell Kröse für Lawrence und die beiden Bank-Halbfinalisten Mark Patschowski und Rick Barton treten gemeinsam für Ilex an. Außerdem will Bullseye mit Tim Ackermann und Debütant Paul Rosarius die gute Leistung aus dem Vorjahr bestätigen. Shimano geht mit Erik Koczakowski und Markus Kleen ins Rennen. Newcomer SA Schlitium schickt Stéphane Poinceau und Stéphane Huguenot und Team Lure Drop setzt erneut auf Finanzguru und Bass-Legende Daniel Andriani. Gemeinsam mit dem wohl deutschlandweit versiertesten Angler über 1,99 Meter Körpergröße, Leo Wirnshofer. Auf jeden Fall ein Line-Up, das neben Spannung auch viel Unterhaltung verspricht. Also Leute, schreibt uns in die Kommentare und denkt dran, durch eure Einkäufe bei Hecht und Barsch oder im LMAB-Fachhandel supportet ihr dieses und andere Formate. Vielen Dank dafür. Wir hören uns am Sonntag um 18 Uhr. Und ciao!